unsere Freundin besuchen, nachdem sie ja geschlafwandelt hat. Und wir sie mit dem Hals aber etwas geholfen haben, dass sie trotzdem so sicher nochmal ins Krankenhaus, ins Krankenflügel rein muss. Mal schauen, wie es ihr geht. Ist Tulip in Ordnung, Madame Pomfrey? Ich bin mir sicher, dass sie es überleben wird. Das ist immerhin mehr, als ich über diesen armen Schüler sagen kann. Oh Jemine, was ist da passiert? Was ist mit ihm passiert? Er wurde mit dem Schlafwanderfluch belegt und ist in den verbotenen Wald gelaufen. Als er herauskam, war er von einer riesigen Bisswunde übersät und krank durch ein unbekanntes Gift. Ich konnte seine Wunden heilen, aber er wird sichtlich an dem Gift sterben. Wenn wir nicht bald herausfinden, was es ist, was könnte ihm das angetan haben? Die schreckliche Wahrheit ist, dass im verbotenen Wald viele Geschöpfe gibt, die zu so etwas fähig sind. Als vor vielen Jahren Schüler diesen Fluch abbekamen, mussten wir sie daran hindern, unbedacht in den Wald zu gehen. Leider konnten wir nicht alle aufhalten, es wurden schon einige von Tierwesen im Wald angegriffen und verschlungen. Manche sind nie wieder aufgewacht. Lass ihn seine Ruhe, ich bringe dich zu Miss Carasso. Sind Sie sicher, dass sie wieder gesund wird? Ich denke schon, aber ich behalte sie über Nacht im Krankenflügel und ihr Schlafverhalten zu überwachen. Ihr wisst schon, dass ich euch über mich sprechen hören kann. Noch bin ich nicht tot. Ich lasse euch beide alleine. Etwas sagt mir, dass Miss Carasso und ich uns mehr als genug sehen werden, ehe sie meine Behandlung nicht mehr benötigt. Interessant. Das klingt leider, als hätte es womöglicherweise etwas mit dem nächsten verwunschenen Verlies zu tun. Ganz deiner Meinung, und ich muss dringend mit jemandem darüber reden. Vielleicht fällt uns dann etwas ein, was wir tun können. Ja, bestimmt. Hier bin ich. Okay, ich bin da. Es klingt jedenfalls, als ob sich das nächste verwunschene Verlies im verbotenen Wald befindet. Und es war ziemlich furchterregend, was mir passiert ist. Aber es hat mir geholfen, dir zu sprechen, Abigail. Danke. Ja, schön, dass es geholfen hat. Genau das frage ich mich seit dem letzten Mal, als dieser Fluch über Hogwarts kam. Sie haben uns belaucht? Sie haben über den verwunschenen Verliese gesprochen. Ich habe das doch klipp und klar gesagt, dass die Verliese meine Angelegenheit sind. Und sie vor allem nichts mehr angeht. Ja, ich muss meinen Bruder finden. Das sollen Sie mir erst recht helfen. Ich dachte, dass Ihnen lieber wäre, wenn wir ihr nicht im Weg stehen würden. Es gibt Möglichkeiten, mir zu helfen, ohne mit mir in den Quere zu kommen. Was sagen Sie, Miss Clark? Werden Sie mir helfen, das verwunschene Verlies finden? Ja, ich werde helfen. Sie müssen mir aber versprechen, sich nicht einzumischen. Ich gebe mir auch selbst Versprechen, Miss Clark. Sie sind viel leichter zu brechen als Flüche. Wenn Sie uns entschuldigen, ich würde gern Miss Carasso allein über Ihren Schlafwandelvorfall sprechen. Nur zu Abigail, Clark. Ich komme zu dir, wenn mich Madame Pomfrey aus den Irrenfängen entlässt. Wenn ich mit Miss Carasso fertig bin, würde ich Sie gern auf dem Trainingsgelände sehen. Wenn Sie mir bei der Suche nach den verwunschenen Verlesen helfen sollten, werden Sie ein paar neue Zaubersprüche lernen müssen. Ist doch schön. Ein neuer Zauber. Aber ich weiß nicht, sie ist ein bisschen auch komisch. Ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Überhaupt nicht. Hm, interessant. Haben wir jetzt alles? Jetzt haben wir alles. Das Tagebuch, Sequenzen, Schnäppchen, Sternpreise sammeln, okay. Weil sie ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, komisch. Ich weiß auch nicht, an was es liegen könnte.
wissen wir. Aber sie ist eine Flugbrecherin, also sollte es auch irgendwie kein so großes Problem sein. Hoffentlich. Danke, dass Sie sich hier mit mir treffen, Miss Clark. Ja, ich muss vor Beginn der Nachtruhe wieder im Gemeinschaftsraum von Slytherin sein. Sie sagen, Sie wollten mir einen neuen Zauber beibringen. Gefahr besteht für Flugbrecher wie Sie und mich laufend. Sie müssen wissen, wie Sie sich richtig verteidigen. Kennen Sie den Schildzauber? Nein, der Lehrplan sieht ihn für später in diesem Jahr vor. Wir sind Flugbrecherin, Miss Clark. Wir sind später in diesem Jahr vielleicht nicht mehr am Leben. Der Schildzauber zu kennen ist lebenswichtig, nachdem wir vermuten, dass ein weiteres Wohnungsverlies sein Unwesen in Hogwarts treibt. Lassen Sie uns damit anfangen, den Schildzauber zu lernen. Möglicherweise wird er Ihr Leben retten. Dann mal los. Okay, ich habe verstanden, dass ein Schild dort erscheint, wo ich mit meinem Zauberstab hinzeige, wenn ich den Zauberstab Podrigo aufsage. Außerdem ist dieser Zauber zwar schwierig auszuführen, kann aber sehr mächtig und hilfreich in einem Kampf sein. Gut gemacht. Wenn ich gleich den Sprengzauber auf Sie wirken Sie den Schildzauber. Ist das nicht tödlich? Ich weiß, dass wir uns eben erst kennengelernt haben, aber Sie sollten wissen, dass mich Dinge, die mir nicht tödlich sein könnten, nicht lange interessieren. Interessant. Sind Sie bereit? Aber sowas von. Sie erinnern mich an mich selbst, Miss Clark. Ich habe dies bislang nur zu einer Person gesagt. 10 Punkte für Slytherin. Confringo. Was war denn das gerade in Ihrem Kopf? Sie war nur das Kopf. Ich will um den Kopf zu sehen. Protego. Das hat gerade gehangen. Ich bin beeindruckt. Vielleicht sind Sie so begabt, wie man sagt. Helfen? Ja. Sie sollten sich erstmal auf Ihre Ausbildung konzentrieren, Miss Clark. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Sie ist unsympathisch. Diese Frau ist bis aufs Mark unsympathisch. Okay, was ist denn jetzt los? Irgendwas scheint zu passieren. Ist klar, Sie haben nicht zufällig eine Chimäre frei rumlaufen gesehen. Ich weiß nicht mal, wie eine aussieht. Oh, sie sind wunderschön, einfach wunderbare Wesen und sehr stark. Sie können ihren Kopf, was? Sie können ihnen den Kopf direkt vom Körper reißen. Es läuft eine frei rum. Ich war gerade dabei, ihr Lieblingsessen aus Ziegen und Fledermäusen zuzubereiten, aber als sie wie wild Richtung Schloss losrannte. Ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte von Hogwarts, dass eine Chimäre auf dem Schulgelände losgerissen hat. Ist das nicht wundervoll? Irgendwie ja. Mir gefällt Ihr Enthusiasmus, Miss Clark. Sie würden eine hervorragende Magitologin abgeben, falls Sie diesen Weg einschlagen möchten. So oder so 10 Punkte für Slytherin. Ey, ihr seid schon 20 Punkte gesammelt. Sie sollten sich besser auf den Weg machen, Miss Clark. Wenn alles gut läuft, sehen wir uns morgen im Unterricht. Und wenn es nicht gut läuft, keine Sorge, noch habe ich 1 oder 2 Gliedmaßen übrig. Interessant. Muss ich mal da hinschauen? Welchen Rang ich habe? Ah, perfekt. Ich bin ziemlich weit hochgekommen. Wo soll ich hinkommen? Zum Korridor. Da ist sie ja schon. Warum ist Dora gepickt gefolgt? Nachdem du den Krankenflügel verlassen hast, stellte sie mir Fragen zu meinem Schlafwandelvorfall und zu den verwunschenen Verliesen. Ich habe entschieden, dass ich ihr folgen werde. Sie hatte bis zum Eintreffen von Snape die Hauselfen in der Küche befragt. Er hat sie hergeführt. Warum? Weil er auf einen weiteren Schlafwandel in den Schüler gestoßen ist. Wo haben sie ihn gefunden? In der Nähe des verbotenen Waldes. Dumbledore hat uns gebeten, sein Umfeld zu überwachen. Wie viele schlafwandelnde Schüler haben Sie gefunden? 7. Seit du an Hogwarts Lehrer bist? Seit Beginn dieses Schuljahres.
Es ist ein Fluch. Jemand hat sich an einem weiteren verwunschenen Verlies zu schaffen gemacht. Ich hatte angenommen, dieser jemand warst du. Du vertraust mir nach all den Jahren noch immer nicht, Severus. Kann es sein, dass du eifersüchtig bist? Ist es Arroganz oder Unsicherheit, die dich meine echte Abneigung falsch verstehen lässt? Verkrieche dich wieder in deinen dunklen kleinen Schrank voller Einmachgläser und Vorurteile. Überlasse dies wichtigen Angelegenheiten eines Experten. Ich bringe das Kind in den Krankenflügel. Damit du halt mir die Verantwortung für alles übertragen, was mit den verwunschenen Verliesen zu tun hat. Wenn sie es schaffen, den Mund zu halten, können wir gemeinsam dorthin gehen. Na schön, na schön. Die können sich nicht leiden. Unglaublich. Ich weiß, Rakepet hat Snape ganz schön fertig gemacht. Ich habe das Gefühl, sie hätte etwas anderes im Sinn als die verwunschenen Verliese. Wir müssen herausfinden, was es ist. Und das nächste verwunschene Verlies finden, bevor diese Schlafwandler-Epidemie auf ganz Hogwarts übergreift. Ja, das wäre wirklich sinnvoll. Damit ist das Kapitel ja nochmal abgeschlossen. Und langsam häufen sich auch hier die ganzen Sachen, ne, die wir mal machen müssten. Ne? Auch noch Teile aus dem ersten Jahr. Und das ist auch gerade nicht wenig. Auch das müsste ich mal machen über Quidditch. Da habe ich ihm gesagt, ich versuche das dann am Ende des Schuljahres, ja klar. Am Ende des zu machen, wenn ich nicht mal Kapitel 4 bin, sondern eher zum Schluss, dass noch ein bisschen was weitergeht. Und ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Dann haut rein. Tschüss.